Für mich ist ohne dich das Video, was mir am meisten Freude gemacht hat beim Dreh und auch das emotional stärkste. Ich werde in die Tannen gehen. Wir waren in der Natur, wir waren auf dem Berg, die Sonne schien. Wenn man warten musste, saß man an einem Bach, der die Füße umspülte. Es gab Gulaschsuppe aus der Büchse. Das war alles anders als sonst, aber hat uns geschlossen mehr Spaß gemacht als alle Videos davor. Und der Wald, der steht so schwarz und leer. Weh, mio, weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Bei dem Video war es so, dass es wieder irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Ideen gab. Man trifft jeden Tag, trifft sich und trifft irgendwelche Entscheidungen. Ja, was machen wir jetzt für ein Video? Ja, wir machen das jetzt hier mit dem Meer. Okay, dann kommt einer, was mit dem Meer? Nee, lass uns mit den Bergen. Und dann kam die Idee, die ich eigentlich besonders gut fand, und zwar das Mädchen mit den Zündhölzern von Christian Andersen. Ein wunderschönes Märchen. Und ich muss sagen, dass ich das einzige Märchen war, wo ich wirklich mal bitterlich geweint habe, als ich das damals gelesen habe. Das ist wirklich ein verschärftes Märchen. Das fand ich irgendwie gut, wenn man das versucht zu inszenieren irgendwie. Und dann haben wir das auch fallen gelassen. Was ist denn jetzt mit dem Meer? Machen wir das eigentlich nicht? Ich glaube Berge. Ach komm, Berge ist Quatsch. Lass uns doch mit dem Meer das machen. Und dann kam die Idee halt, dass man in die Berge geht. Gut, Berge, wir machen Berge. Mount Everest. Dass wir auf Berge steigen, wo der Hirsch röhrt im Hintergrund, das muss eigentlich sein. Da braucht man ja nicht jetzt. Ich wundere mich, dass wir es noch nicht eher gemacht haben. Dass wir praktisch so durch die Tannen gehen und so deuten, da müssen wir hoch. Und das war schon immer an der Zeit. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht, ohne dich. Wir fahren jetzt auf 2840 Meter Seehöhe. Die Fahrtzeit beträgt 8 Minuten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt am Pitztaler Gletscher. We go uphill on a sea level of 2,840 meters now. The journey is going to take approximately 8 minutes. We wish you a pleasant stay at the Pitztaler Gletscher. Wir erreichen jetzt die Bergstation. So ein Traum. Wir mussten dann halt uns Bärte wachsen lassen. Wenn man in die Berge geht, hat man dann keine Zeit, sich zu rasieren, und deswegen halt die Bärte. Am Anfang gehen sie am Wolfgangsee spazieren und dann wird es immer mehr. Und am Ende sind sie auf dem höchsten Berg der Welt. So sollte es aussehen, ne? In Wirklichkeit waren wir auf dem Parkplatz und da war so eine Kletterwand und die sind so hoch gegangen, wie sie halt wollten. Wir hatten ein paar erfahrene Bergsteiger dabei, absolute Cracks. Die haben wirklich die größten Berge erklommen. Was die uns gezeigt haben, natürlich so bestimmte Dinge, Steilwände hoch zu gehen. Also schon, aber die waren dann eigentlich ziemlich easy going. So, ey, probier's einfach mal, geh einfach mal hoch. Die Gondel, ja. 3, 4 ist wirklich hoch. Das war nicht so schwierig. So, ne? Also es war ein warmer Tag, es war schön, es waren 20 Grad oder so. Wir hatten da Kunstschnee gepustet und so. Und dann sind wir nochmal mit der Gondel hochgefahren, haben dann da Schneesturm mit Windmaschinen gemacht. Der Rest ist Make-up und dann bin ich noch einen Tag Hubschrauber geflogen und habe ein paar Panoramabilder gemacht. Es war trotzdem aufwendig. Ja. Wer ist denn das eigentlich? Erika. Der lebt, Steier, komm her. Machen wir einen Dreier. Das ist eine schöne Fellbacke. Alte Hippe, hä? Jetzt weg, schmeiß weg. Lass liegen.
war ein echtes Abenteuer, auch für uns alle. Es gab da so einen kleinen Stunt, wo Till halt abstürzt und Schneider kann ihn nicht halten. Das ist schon gefährlich. Ich glaube, du darfst einfach nicht runtergucken. Mit dem Berg sollte man nicht spaßen. Der Berg hat schon seine eigenen Gesetze. Der damalige Manager war nicht dabei, nur sein Assistent. Und dann gab es so einen kleinen... gab es nochmal so eine kleine Diskussion darum, ob man das während der Tour oder, darf ja keinen aus der Band dann gefährden. Weißt du, mit einem gebrochenen Arm oder so lässt sich auch nicht Gitarre spielen. Deswegen muss man da schon ein bisschen drauf aufpassen. Aber sowas lässt sich dann jemand wie Till dann auch nicht nehmen, sich dann rückwärts vom Berg zu stürzen. Ne? Das macht er ja auch gerne. Gerade bei Flake, der den Bergführer da in dem Video praktisch spielt, wollte ich, dass das ganz besonders hoch aussieht. Auch wenn es gar nicht ist, war völlig ungefährlich. Und wir haben uns so angestrengt, das hoch aussehen zu lassen. Und das hat auch wirklich funktioniert. Ne? Ja, super. Was der Regisseur nicht wusste, ist, dass Flake jetzt nicht physisch in der Lage ist, Till hochzuschleppen, war aber jetzt dafür vorgesehen und musste zusammen mit Schneider auf 3400 Meter Till hochzerren und sah nachher nicht mehr ganz so gut aus, wie man im Video auch sieht. Er hat sich auf uns draufgelegt. Sein Job, der ist verletzt. Was hast du denn gedacht, Flake, dass ich jetzt mitlaufe oder wie? Wie denkst du denn das? Hättest du die Rolle tauschen müssen? Bist du zu stark, bist du schwach oder wie heißt das? Wir posieren nochmal fürs Foto. Ich hab ganz doll posiert, ich kann mich mal richtig hängen lassen beim nächsten Mal für deine frechen Bemerkungen hier. Jetzt wirst du richtig schwitzen. Ich wollte, dass das nach einer echten Aufgabe aussieht, halt, da hochzugehen. So, wohin? Jetzt haben wir nächste Ausgangsposition. Wir gehen nochmal. Da gehen wir jetzt mal hin, damit es weitergeht. Siehst du die Stelle, wo der rote Fleck da ist auf dem Stein? Nee. Komm, wir gehen zum Ausgangspunkt. Und zu gehen. Stück für Stück zum Ausgangspunkt zurück. Los. Also man merkt das auch immer am Set irgendwie, dass es einfach total schwer ist, immer diese 6 Leute unterzubringen und jeder kämpft um seine Szene und jeder ist froh, wenn man eine kleine Rolle spielen kann und es ist halt unheimlich schwer, in 4 Minuten irgendwie die ganzen Jungs da irgendwie unterzubringen. Es macht einfach tierisch Spaß. Tschack, und dann gehst du weiter. Ja? Genau, das versuchen wir jetzt 2, 3 Mal. Und Kamera läuft und bitte. Da gibt es ja so einen kleinen Film im Film sozusagen, wo auch nicht gesprochen wird, sondern einfach nur die Jungs sich angucken und wissen, der schafft's weder rauf noch runter. Das ist schon ein ganz wichtiges Detail für jemanden, der Bergsteiger ist oder so, der weiß, dass diese Aluteller, die man da mit hat, die vielleicht auch mit einem kleinen Passfoto versehen oder so, die werden da am Stein hingelegt. Das ist dann dein Gedenkstein, solange wie er da ist. Ne? Das heißt, Olli präpariert schon mal seinen Grabstein, wohl wissend, dass sie das nicht mehr schaffen werden. Und das, finde ich, ist so gut, für viele Leute mag das ein bisschen kitschig sein, ich liebe sowas. Ich habe ja so ein bisschen recherchiert damals, einfach, was passiert am Mount Everest. Dann gibt es so eine Todeszone. Du kriegst einen sterbenden oder einen toten Menschen von da oben nicht mehr weg, weil du selber genug mit deinem Körper zu tun hast, um dich da runterzukriegen. Und das war für mich ein ausschlaggebender Punkt, um das zu inszenieren. Wenn die ihn zusammen hochtragen, dann wird es für alle kein gemeinsames Runterkommen mehr geben.
Diese Art von Geschichten mag ich. Ne? Bisschen dicker aufgetragen. Unter dem emotionalen Gesichtspunkt ist das für mich das Stärkste, weil der Zusammenhalt in der Band sozusagen der Kern oder die Kernaussage des Videos ist. Das ist das Allerwichtigste, das ist die größte Investition, die man überhaupt machen kann, dass man mit der Band zusammenbleibt. Alles andere ist Blödsinn.